Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop, Juli 2025. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Juli gestalten möchte, was wichtig und ausschlaggebend wird, was auf dich zukommt. Jedoch aber auch, was du vielleicht eventuell ganz außer Acht lassen solltest. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version mit mehr Details. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Wassermann im Juli. Angekommen. Die Seele findet ein Stück mehr Ruhe. Plötzlich die Erkenntnis. Die Erkenntnis. Du weißt nun, worauf zu achten ist, was zu tun ist. Es ist noch recht viel Arbeit, für jeden im anderen Sinne, zu verrichten, doch du weißt, dass du schneller ankommen wirst, diese Arbeit schneller verrichten wirst, als du einst gedacht hast. Der Juli, sagen sie, ist mit sehr vielen Überraschungen gespickt. Unvorhergesehenes, freudige Erfüllungen. Botschaften, die auf dich zukommen, Informationen, voll von Informationen, diese Botschaften. Am besten wäre es, wenn du mit einem Diktiergerät herumläufst oder einem Notizbuch, denn du wirst sehr viel aufzuschreiben haben. Der Mond hat Einfluss auf Edelsteine, also selbstverständlich auch auf vieles andere. Doch es geht jetzt hier genau um diese Edelsteine wohl, insbesondere grünfarbige. Vielleicht wird das auch ausschlaggebend werden im Juli. Im Juli fühlst du dich, wie gesagt, ein großes Stück mehr angekommen, sei es in dir, sei es im Außen, dort, wo du bist, mit wem du bist. Es ist, als würdest du das Gefühl haben, dich endlich entspannen zu können. Bildhauerei für manche auch sehr wichtig und ausschlaggebend, sei es als Beruf an sich, wie diverse Skulpturen. Auch sagen sie, wirst du sehr darin begünstigt, ich nehme an energetisch, zu etwas Ja zu sagen, was dir innewohnt, ein Stück Potenzialentfaltung, dir einen Ruck zu geben und sagen, ja, ich mach's. Eiserne Disziplin bringen dich zum größtmöglichen, für dich größtmöglichen, immensen Erfolg. Ein Siegel, ein Wachssiegel enthüllt Geheimnisse.
Schauen wir uns deine Hauptenergie an, die dich begleitet im Juli. Die Hauptenergie im Juli. Sie sagen, es ist wichtig, all deine Sinne zu öffnen, offen zu halten. Es geht auch um ein goldfarbenes, bronzefarbenes Schild, sei es eine Ausrüstung, sei es eine Plakette, irgendeine Art von Schild mit schon abgenutzten Zeichen darauf. Gut möglich, dass du dir jemanden holst und die Meinung erfragst. Der Juli möchte dich lehren, doch auch du bist sehr wissbegierig. Du wirst verbinden, was bisher in dir nicht bewusst vorhanden war, also dir nicht bewusst war, was du vielleicht links liegen gelassen hast. Du verbindest. Es geht im Juli um Verbindungen. Es geht im Juli um Wissen, Wissen aneignen, Wissen weitergeben. Es geht im Juli darum, die Türen zu öffnen, sie offen zu halten, sie offen zu lassen. Lasse hineinspazieren, herausgehen. Wer möchte, das, was bleibt, lieber Wassermann. Es spricht für sich, es sagt alles aus. Beginnen wir. Beginnen wir. Zwischen dem 4. und dem 12. Juli ist es gut möglich, dass du dich auf die Suche machst nach einer Lösung, nach einer Antwort. Wisse, diese ist nicht beim Erdzeichen zu finden, Steinbock, Stier, Jungfrau, sondern sie sollte ganz neutral zu dir kommen. Du wirst im Juli, wie gesagt, sehr viele Botschaften bekommen, vollgespickt mit Informationen. Bleib neutral, denn du weißt ganz genau, mit wem du dich darüber austauschen kannst oder nicht. Du weißt ganz genau, wer dir mit ehrlichen Absichten antwortet oder nicht. Bei dem, was du, sie sagen impulsiv, also mit viel Nachdruck und plötzlich Neues kreieren möchtest, deine Ideen in die Tat umsetzen möchtest, gilt es, Teamwork zu bilden. Denn ich denke, du hast 2, 3, 4, 5 Gleichgesinnte, mit denen es einfacher von der Hand geht, mit denen du dich austauschen kannst darüber. Es ist keine, ja, also es ist auf einer Seite eine kollektive Potenzialentwicklung, doch jeder entwickelt sein Potenzial durch den anderen.
Atlantis wird auf irgendeine Art und Weise ausschlaggebend. Ich glaube durch einen Atlantis-Stein, der zu dir kommt, beziehungsweise dessen Information zu dir kommt. Du solltest nicht zweifeln. Höre auf deine Intuition. Wenn du zweifelst an den Informationen, die zu dir kommen, wisse, der erste Eindruck ist meistens gar nicht mal der schlechteste. Darum, bei Zweifeln im Juli, erinnere dich zurück. Was war der erste Eindruck? Eine Katze wird ausschlaggebend. Die Katze möchte dich an das Göttliche erinnern. Die Katze möchte dich verbinden mit dem Göttlichen, bewusst verbinden. Wir sind es ja immer, doch meist nie bewusst. Der Juli möchte dich überraschen, damit dir aufzuweisen, wie viel Potenzial in dir steckt, was du alles erreichen kannst, was du alles machen kannst, was du alles aus dir heraus entwickeln kannst. Und sehr, sehr innovativ. Es ist auch Zeit, dass du dir eine Auszeit nimmst, sie dir gönnst. Muss keine lange sein, doch immer mal wieder dazwischen. Und zwar eine bewusste Auszeit, wo du dir wirklich sagst, ich mache jetzt gar nichts. Wie du dieses gar nichts füllst, ob du da sitzt, ein Buch liest, spazieren gehst oder ein Nickerchen hältst oder ich weiß nicht, irgendetwas malst und schreibst. Zumindest nichts Arbeitsmäßiges. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann gut möglich, dass ein Wasserzeichen auf dich zukommt. Dieses Wasserzeichen möchte sich entweder bei dir entschuldigen für irgendetwas, falls irgendein Disput zwischen euch war. Falls nicht, wird dir dieses Wasserzeichen sicherlich etwas sehr Angenehmes und Wertvolles, für dich Wertvolles überreichen. Viele Wassermänner gehen auch in die Beobachtungsphase anderer Menschen gegenüber, in die Wahrnehmung, und zwar ganz bewusst, denn ihr möchtet eure Wahrnehmung schulen. Da geht es nicht darum, ich finde und ich meine, sondern einfach nur, was präsentiert sich mir, ohne eine Meinung dazu zu haben. Ja, denn es ist, wie gesagt, der Mond. Es ist ganz, ganz essentiell für dich, dass du siehst, dich in Verbindung bringst mit dir selbst zu den anderen, dass du siehst und sehr selbstreflektiv bist. Sie sagen, es geht eine Stufe weiter, die Frequenzen sie werden nicht erhöht, sie sind schon hoch, es ist alles bestehend. Doch du kommst auf eine höhere Frequenz. Und zum 17. Juli ist das Spiel entschieden, wer bleibt und wer geht. Nicht unbedingt mit Leben und Ableben hat es zu tun, sondern wer bleibt dort auf dieser Frequenz und wer hat sich für die andere Frequenz entschieden. Sehr, sehr spannend. Nimm dir die Zeit für dich, nimm dir die Zeit, dich zurückzuziehen, nimm dir die Zeit, um in die Wahrnehmung zu gehen. Es ist essentiell. Was ist essentiell? Du bist essentiell. Wir machen weiter im Extended, lieber Wassermann, und schauen, welche Details noch so zu uns kommen möchten.
Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!